Hala Madrid, Freunde. Ja, 1:0 gewonnen. Erster Spieltag, 3 Punkte. Wie war das Spiel? Mein Fazit sollte eigentlich gestern schon kommen. Habe ich zeitlich nicht mehr geschafft. Deswegen kommt es heute. Ich hoffe, ihr guckt es trotzdem. Die Leute, die es gucken, Grüße gehen raus, Freunde. Ja, und übrigens gleich vorweg. Mein letztes Video habe ich wieder runtergenommen. Ich habe auch einen Post dazu gemacht. Also ich fand es ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Also viele haben das Video vielleicht auch falsch verstanden. Es war allerdings nur 2 Stunden on. Aber mir war das an deinem Tag auch dann zu blöde. Ich hätte niemals was gegen Arda Güler gesagt. Es ging um die Leute, die da in die Kabinen gestürmt sind, in Anführungsstrichen Kabinen. Ob das jetzt seine Cousinen sind oder nicht, bla bla bla. Das wollte ich, oder habe ich was zu gesagt. Ja, da haben dann einige verstanden, ich hätte was gegen Arda Güler gemeint oder gesagt, das gehört hier nicht hin. Naja, das hat was mit Arda Güler, mit Real Madrid und sowas zu tun, also wollte ich da was zu sagen, aber an den Tag, ich hatte irgendwie auch keine Lust, deswegen habe ich das runtergenommen. Und nochmal für die Leute, also ich bin Arda Güler-Fan. Nur mal nebenbei, das wisst ihr, ich habe ein Trikot und so weiter und so fort und ich feiere ihn, seitdem er bei Fenerbahce ist, also das sollte nicht ansatzweise was gegen Arda Güler sein. So, aber egal, ich habe auch keine Lust mehr darüber reden. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Spiel, zu dem Fazit. 1:0 gewonnen, ja, 3 Punkte. Im Endeffekt ist das Wichtigste. So, aber wie war das Spiel? Meine Meinung. So, das ist meine Meinung. Und ich muss dazu sagen, erstmal Arda Güler war wirklich bis zur Auswechslung der beste Mann. Ganz klar mit Bellingham. Bellingham wurde allerdings auch ausgewechselt und Bellingham wurde MVP. Ja, obwohl laut vieler Internetseiten Arda Güler besser war. Das soll jetzt kein Kampf werden. Bellingham war gut. Hat auch das Tor gemacht. Ich denke mal, das hat diesen ausschlaggebenden Punkt auch gemacht. Aber Arda Güler das Auge wieder schön gemacht. Sonst war, ich fand hinten, Konate wurde, also ich fand, dass Hausen schon sehr gut war. Der wurde aber schlechter bewertet. Ich fand das nicht. Ich weiß, was manche Leute da sehen. I don't know. Allerdings muss ich dazu sagen, dass insgesamt das Spiel war wirklich nicht gut. Ich habe einfach wieder so gedacht, das ist schon wieder genau das Real, was wir am Ende der letzten Saison kannten und gesehen haben. Ja, und jetzt ist jetzt auch kein Nachtreten und bla bla bla. Nein, also ich habe ja gleich gesagt, auch in den Vorbereitungsspielen, die Leute, die da irgendwie jetzt was über Real Madrid sagen, die gleich wieder jedes Mal Hype, oh, jetzt bin ich in Hype, das ist das neue Real Madrid oder whatever, I don't know, wo ich das überall gesehen habe. Ich habe gleich gesagt, nein. So, und ich fand es sehr enttäuschend gestern, ehrlich gesagt, aber außer vielleicht 1, 2, 3 Spieler, wo ich gesagt habe, okay, ne, Jan Diomande konnte man jetzt nicht so viel zu sagen, hat das normal gemacht. Arda Güler war mit Bellingham der Beste, weil Werde meines Erachtens stand falsch, war auch der Fehler zum Gegentreffer, obwohl er sich noch aufgeregt hat, aber ja. Vinny, tja, was soll ich zu Vinny sagen? Kann ich nichts zu sagen. Lassen wir so stehen, oder? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von Vinny und wie er gespielt hat. MAP, ich weiß nicht, Alter, ich meine nichts gegen MAP, da werde ich auch nicht sagen, was der abgerissen hat die letzten Jahre, ne? Aber die ersten 2 Chancen, die Torchancen, was war das für ein Schuss? Und überhaupt, und dann wieder dieses alleine statt abzuspielen, das ist, weiß nicht, und man hat Mourinho, das kocht. Und dafür ist Mourinho aber gut da, weil das wird Action geben. Allerdings, ich sage euch eins, und das ist Real Talk, wenn Mourinho das auch nicht schafft, wer soll denn noch kommen? Dann ist es einfach nicht möglich. Das kann ich jetzt schon sagen. Und ich habe gestern keine große, sag ich mal, Verbesserung gesehen. Da muss man auch mal Real Talk und ehrlich sein. Und nicht jetzt wieder, nee, und ich sehe das so, ja, man muss das auch mal ein bisschen kritisch sehen. Und das ist kein typisches deutsche Nölen, nein. Aber wenn man jetzt so viel, ich habe ja schon in den letzten Videos gesagt, man könnte jetzt wieder sagen, ja, es ist schon wieder so ein Hin und Her, wieder neue Spieler auf derselben Position, die müssen sich wieder einspielen. Ja, natürlich. Es sind trotzdem Profis, die wahnsinnig viel Geld verdienen. Und es war wieder kein schönes Spiel. Wann möchte Real Madrid denn schön Fußball spielen? Und die meisten Madrid-Fans, einige, natürlich nicht in Spanien, aber in Deutschland oder so, oder viele meinen einfach, wenn Real mal ein gutes Spiel macht oder 2, oh ja, und das ist wieder, und nein. Man vergisst den Rest. So, und das ist meine Meinung. So, wir haben gewonnen. Es ist das erste Spiel. Ja, das ist nicht immer das Einfachste und muss es auch nicht. Aber wir hatten natürlich viel Ballbesitz. Aber du weißt, oder ihr wisst ja, viel Ballbesitz heißt ja nicht. Und ich fand das schwach gestern, das Spiel. Und in der 90. Minute
In der 90. Minute machen wir denn den Siegtreffer. Das ist dann schon wieder so, ne? Klar, in Spanien ist das anders wie in der Bundesliga und es wird nachgespielt, da kriegt kein Mensch nach, finde ich gut. In der Bundesliga wäre ja jetzt da wäre ja eine Diskussion entbrannt, ne? Aber trotzdem muss das dann wieder ganz zum Schluss sein. Und dann hat man sich so gefreut, als hätte man die Meisterschaft oder die Champions League gewonnen. So, ich mach so, weil weil mir fällt dazu nicht ein. So. Also es muss sich einiges ändern. Weil wenn man sich den Kader, die Namen anschaut, da muss was ganz anderes passieren. Und das ist gestern nicht gewesen. Wie gesagt, ich will nicht so viel meckern, aber es ist so. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, Espi, der hat dann den Siegtreffer gemacht. Finde ich geil. Kein MAP, ne? Ja, so ist das. Und es wird ein stabiler Junge. Der wird richtig gut. Ich sage euch, oder der ist richtig gut schon, ne? Aber ja, ich bin gespannt. Und wie gesagt, aber wichtig sind die 3 Punkte. Natürlich, klar, es könnte man wieder sagen, Arbeitssieg. Und klar, wir hatten viele Nationalspieler, wir waren bei der WM und so weiter. Aber ja, bla bla bla, ne? Pipapo. Aber ich bin der Meinung, man sollte trotzdem oder man muss sehr schnell vernünftigen Fußball spielen. Und nicht, das war wieder stellenweise ganz anstrengend, wo ich echt nebenbei, so nachdem wir das Handy geguckt haben und dann nochmal die Statistik geguckt, statt auf das Spiel. Wisst ihr, also übertrieben gesagt, wisst ihr, was ich meine? Und dann, das darf nicht sein. Wir müssen wieder Real Madrid, das Real Madrid sein, was, ja, ich will keine Schimpfwörter hier benutzen, was alle, ne, das kann nicht sein. So, dementsprechend, ja, schreibt mal in die Kommentare, aber für mich Arda Güler bis dato mit Bellingham der Beste, wirklich, ist einfach so. Aber 3 Punkte, erster Sieg, lassen wir es so stehen, alles klar. Und dann würde ich sagen, Hala Madrid, schreibt in die Kommentare, wenn ihr mir noch nicht folgt, macht es bald oder jetzt, sofort, jetzt schnell und bis zum nächsten Mal.